Okay, wir erzählen uns anscheinend echt die Geschichte. Ich weiß nicht, wie gut ob ich den Skillcheck hier irgendwie bestehe. Der Riese von Kokonu ist so groß wie ein Berg. Ja, stimmt, du hast recht, mir fällt nichts ein. Doch, ich habe anscheinend was, worum der Riese von Kokonu auf einmal herkommt. Giants? That the best you got? Give me a break, Tequila. Oh, er ist nicht begeistert von meiner Riesengeschichte. Was, bei diesem Fall habe ich schon jetzt im Ding erlebt? Der Riese passt. Der kopfloser Jockey passt schon. That's the reality situation for you. You think you got a handle on it, then blam! It throws some wild shit at you. That's why it's critical to stay well hydrated. Was? 23:40 Uhr. Bernie so, es ist nach Mitternacht. Hey, hey, hey. Das lese ich jetzt übrigens erst 10 Minuten später, aber es ist quasi, jetzt ist es gleich Mitternacht. Für viele Leute ist es, ich bin immer wieder übrigens erschüttert, wie früh Menschen ins Bett gehen. Weil ich gehe in der Regel so um 2 ins Bett. Also genau wie Harry eigentlich. Also in der Regel gehe ich um 2 ins Bett. Manchmal schlafe ich auch nachmittags ein bisschen, deswegen geht das ganz gut. Jetzt hier gerade im Sommer wäre es wahrscheinlich am klügsten, wenn ich wirklich Siesta machen würde und erst um 4 ins Bett gehe, damit ich länger die süße Nacht nutzen kann. Alter, verdammte Scheiße. Ich versuche hier gerade einen Korken wieder in eine Flasche reinzukriegen. Das geht halt gar nicht. Ah, so elend. Die süße Nacht zu nutzen, weil irgendwie nachts ist irgendwie schöner, da sind weniger Menschen unterwegs, das ist irgendwie ruhiger. Das einzige Problem ist halt, dass unsere Gesellschaft nicht so wirklich auf 24/7 ausgelegt ist, sondern eher so auf morgens um 7 Uhr aufstehen. Wie zum Beispiel die Baustelle bei mir hier um die Ecke, die echt laut ist, wobei die eigentlich nicht vor um 8 Uhr anfangen durften. Nee, die fangen vor um 7 an, aber erst um 7. Naja. Also ich kann halt mittags nicht wirklich schlafen. Mittagsschlaf funktioniert nicht, außer ich habe echt 0 geschlafen. Ach, es geht immer ganz gut. Also es gibt natürlich auch Situationen, wo ich nicht pennen kann, aber in der Regel, das irgendwie, das funktioniert immer ganz gut für mich. Das hat tatsächlich, wenn ich wie vorher Kaffee getrunken habe, so, dann geht's wirklich nicht. Aber ansonsten, ich liege dann halt auf meiner Couch, ich atme ein bisschen ruhiger und dann, also gerade so nachmittags habe ich immer so ein Tief, da penne ich dann einfach weg. Und dann war's das. Also ich atme halt mal ein bisschen ruhiger und, wissen nicht, muss halbwegs gemütlich liegen. Also je nachdem, wie müde ich bin, umso besser kann ich pennen. In meinem Büro steht zum Beispiel so eine Couch, nicht eine Couch, ein Sessel. Der ist recht ungemütlich. Da muss ich schon echt müde sein, darauf zu pennen. Dann gibt's aber im Aufenthaltsraum noch eine Couch, die ist auch sauhart, aber die geht besser. Dann kann ich immer meine Müdigkeit ganz gut abmessen. Wenn ich auf der Couch schlafen kann, dann ist ganz gut. Wenn ich auf meiner Couch zu Hause schlafen kann, dann muss ich echt nur so ein bisschen müde sein. Ja, aber meistens haben wir das halt echt so ein Loch. Das ist leider nicht so wirklich anerkannt, dass ich irgendwie erst essen gehe, dann eine halbe Stunde penne und dann weiterarbeite. Ich wäre so viel produktiver, wenn ich das offiziell dürfte. Aber nein, wird ja nicht bezahlt. Naja, was soll's. Du hast aus dem kopflosen Reiter geworden. No one knows. Some say he stalks Martinaise to this day and can be seen near the canal when the clock strikes midnight. Man kann ihn um Mitternacht in der Nähe des Kanals sehen. Er wacht eine freie... Hi. I saw him one night when I was right shit-faced. Als ich einmal nachts Schock besucht habe, ich ihn gesehen. Okay, warte mal. Es ist fast Mitternacht. Lass uns kurz zum Kanal laufen. Ich finde, es ist jetzt die beste Gelegenheit, als sonst wahrscheinlich muss es genau 23, muss es genau 0 Uhr sein, damit es geht. Aber ich gehe jetzt zum Kanal und gucke. So, ist hier irgendwo der Fallenreiter. Ich spreche noch gar nicht aus. Fallen? Hallo? Es sieht nicht so aus, als wäre der Fallenreiter hier. Na gut, dann nicht. Ich würde mich ganz schon verjacken, wenn er jetzt immer wie vor mir stehen würde, ne? Naja, es ist wohl nur eine Legende. Schade! Oder ich bin 3 Minuten zu früh. Kommen die Straßenlaternen da eigentlich her? Komme ich da irgendwie genau hin, wo die ist? Hier stehen generell noch mehrere Laternen. Mhm. Na gut, die gibt's. Gut, hören wir uns weitere Gute-Nacht-Geschichten an. Eigentlich will ich ja nur die Zeit rumkriegen und mein... Oh, was denn hier? Von Norden her dringen Alltagsgeräusche. Ein Waschbrett reinigt Stoff von Schmutz. Echt jetzt? Und die Uhrzeit? Das bezweifle ich irgendwie. Das sehe ich nicht so ganz. Harry, renn jetzt zu. Wir haben hier noch eine... Wirkt sich das eigentlich negativ aus, wenn ich immer um 2 ins Bett gehe? In diesem Spiel hier? Also wäre Harry ausgeschlafen, wenn ich früher pennen gehen würde? Tequila Sunset. Hast du noch mehr I Großstädte? actually do have one. The strangest of them all. But I'll need to fortify myself before I can tell that one.
Ah ja, er hat die komischste Geschichte von allen, aber er muss sich leider vorher stärken. Do you have anything to fortify old Doom Spiral? Mann, du nimmst mich Tell total me you aus. got Will nichts some mehr geben. story juice. Ich habe anscheinend noch einen potent Pilsner. Langsam müsste mir echt der Alkohol ausgehen, oder? Not much, but it will do. Er schnappt dir die Flasche weg und fährt sofort den Korken. This last one is the most Martinaise story I've ever heard. In einen so langen Zug aus seiner Flasche, dass es fast lächerlich wirkt. Gestärkt fährt er fort. I've never heard it mentioned outside of here. At first, I thought it was a joke, to be honest. But I've been on the coast 8, 9 months now, and in that time I've seen at least 3 expeditions come through, searching for something. Also er meint, das ist die lächerlichste Geschichte von allen. Der hätte es erst für einen Scherz gehalten, aber er ist jetzt seit ungefähr 9 Monaten hier und der hat schon 3 Expeditionen gesehen. Nee, macht keinen Unterschied. 2 oder 3 oder 2 Schlachten, bis soweit ich weiß. Ah ja. A shovel hits the sand somewhere behind the reeds, near an abandoned construction yard. The young men look over their shoulders suspiciously. The sound of their digging seems loud in the sudden silence. Irgendwo hinter den Schilfen in der Nähe eines verlassenen Bauplatzes versinkt eine Schaufel im Sand. Argwöhnisch blicken die jungen Männer hinter sich. In der plötzlichen Stille klingen die für den Graben versuchten Geräusche laut. Kryptiden? Magic animals? No, man, this is serious stuff. Magic Animals und Wundertiere finde ich jetzt nicht das gleiche. Zu Hause? No, Tequila. Most people already know where they live. It's guys like you and me that are the exceptions. Oh, nach dem Schlüssel, die sie verloren haben? Hey, hey! Fuck you, Tequila. Sagt er ganz ruhig. Also wir haben ihn an seine Schlüssel erinnert. Okay, was für Expeditionen? All kinds. I've seen archaeologists, gangsters, even a bunch of ad agency types. I'm telling you, Tequila, this thing's got a pull on certain kinds of people. Irgendwelche Typen von einer Werbeagentur. Das ist auch so ein Ding, ne? Das ist halt so mit unter den Deckmantel der Werbung kannst du verflucht viel Zeug machen. Das ist halt irgendwie, also früher muss es noch wesentlich besser gewesen sein, bevor wir irgendwie so Metriken hatten, wo alles genau klar war. Dass du halt irgendwie Werbeetat auf irgendwelchen Scheiß schmeißt, weil du halt irgendwie deiner Chefetage glaubhaft irgendwie Ding bei gemacht hast. Ja, das ist total gut für die Werbung und das können wir machen. Das geht in unser Budget und das ist voll geil, wir machen das jetzt. Ja gut, okay. Also bestimmte Wirkung hat es eine magische Wirkung, was auch immer. Bestimmte Wirkung. You know, obsessive types. People with predilections. Leute mit Fables. Oh, ich fühle mich irgendwie angesprochen. Ich bin in dieser Geschichte und ich finde es nicht gut. Some of those expeditions come back after a week or so, looking haggard and dejected. Others don't return at all. Oh, manche Expeditionen kommen ausgesetzt niedergeschlagen, wie andere gar nicht. Ich habe hier irgendwo so ein Buch rumliegen von Bryson über Australien. Da erzählt er irgendwie so einen Geschichtsabsatz darüber, dass die Expeditionen in Australien, die ersten, Australien ist ja recht groß und mit wenig Zeug zwischendrin, irgendeine Expedition, die haben ernsthaft einen Holztisch mitgenommen. So faltbare Möbel waren früher vielleicht nicht so ein Ding, aber Hauptsache ich nehme meinen Sekretär mit, aber sonst fehlt's an nix. Okay. The first time I saw one of these expeditions, I thought they were fucking with me. There was no way it could be true. It was just too high concept, even also for me. Die erste Expedition hat er gar nicht richtig als real genommen, weil die war zu hochkonzeptionell. I'm not even sure I should be telling you this story, to be perfectly honest. You're in a fragile state, and it might be too much for you to handle. Ich bin gerade psychisch angeknackst und das ist vielleicht nicht so gut, mir davon erzählen. Ich komme schon klar. Okay, fine, I'll tell you. But I'm warning you, it's pretty out there. Our story begins at a legendary design studio, right here in Martinaise. Also die Geschichte beginnt in einem legendären Designstudio Martinaise. There was this designer. His exact name is lost to history, but in life, he was a legend. Made it big in Aranya, where he did some real pioneering work on grotesque and sans serif typography. A fucking genius, man. Ich hätte doch vergessen zu erwähnen, dass er geheimnistuerisch die Augen zusammengekniffen hat. Er erzählt von irgendeinem Genie aus Orange, der irgendwas mit Schriftarten toll gemacht hat. Schriftarten sind übrigens voll das Ding. Ich habe da ja ein leichtes Faible für. Zum Glück nicht so viel, dass ich sofort merke, wenn Leute das Kerning verkacken. Kerning ist so dieser Abstand zwischen den Buchstaben. Wenn das halt falsch ist, dann sieht alles ganz komisch aus. Dann wird aus einem I und ein N wird dann auf einmal ein M und so eine Späße. Serifenlose Schriftarten sind übrigens die... Das da ist eine serifenartige Schrift, weil die hat nämlich unten so ein Häkchen dran. Serifenschriftarten lesen sich besser,
auf Papier und auf hochauflösendem Bildschirm, wo es auch wieder egal ist. Und serifenlose Schriften an sind halt ohne diese ganzen Schnörkel. Und das liest sich dann halt besser, wenn du so niedrig aufgelöste Bildschirme hast, wo du dann halt sonst die Angst hast, dass Sachen verschwimmen. Egal, weiter. That is, if he even existed. Who knows? It's an urban legend after all. Ah ja, er nimmt einen kräftigen Schluck und wischt sich den Mund ab und fährt dann fort. Anyway, sometime later he started his own personal studio here in Martinaise. And that's when he started working on some really wild stuff. I'm talking some glass-smooth, forward-looking design language, the kind of thing that would totally overthrow the old regime, design-wise. Ah ja, also der Designer hat an wilden Sachen gearbeitet, die die herrschende Ordnung komplett über den Haufen werfen würde. A paradigm-shattering revolutionary? Eine Revolution, die die Paradigmen gesprengt hat? But then something turned. You see, it's widely known that nose candy and pioneer graphic design work go hand in hand. Also Schnee ist deutlich weniger eindeutig als Nose Candy. Schnee? You know tequila, nose candy, the white railroad, party powder. Weißes Gold, Party Powder. He's talking about cocaine, baby. Danke, liebe Elektrochemie. Shit, yeah, tequila. You know exactly what I'm talking about. Er gibt einen kameradschaftlichen Klaps auf die Schulter und ein paar Milliliter Alkohol schwappen aus seiner Flasche. Ich denke, er hat einen tiefen Schluck genommen. Wie viel kann da noch drin sein? Was ist aus ihm geworden, aus dem Designer? You've got to understand, the work this guy was doing was so high concept that regular amounts of cocaine just weren't cutting it. By the end, they were bringing it in by the lorry load. Ah, er hat lastwagenweise Kokain verballert dafür. Ah, schön. Also quasi so ein bisschen wie Stephen King. Stephen King? Ja, ja, doch. Der hat da zwischendurch eine sehr produktive Zeit gehabt. Now, as you might imagine, snorting that much cocaine can't be healthy for a regular human, right? Was? Das ist nicht gesund, wer hätte das gedacht? Oh, Ausdauer meint nicht gesund. Die Ausdauer hat sich, glaube ich, echt bis jetzt noch nie gemeldet. Ich kann mich hier erinnern, dass die schon mal mit uns geredet hat. Wrong. Do it all the time. Ständig? All day, baby. Danke, liebe Elektrochemie. Also irgendwie schreit ja alles nach einer Elektrochemie ran, ne? Hey, tequila, pay attention. The story goes that one day he was balls deep in work on what he thought would be his pièce de résistance. An advert so minimal it contained neither text nor images, just pure white. Er wollte ein großes Werk schaffen. Eine Anzeige, die so minimalistisch war, dass das weder Text noch irgendwie Bild war, einfach nur weiß. Ich dachte, das wäre sein größtes Ding und dann. Apparently the idea was too high concept even for this genius. He dropped dead right at his desk before he could finish. His last words are recorded to have been, "It's as white as a blizzard of cocaine." Naja, das war jetzt hochkonzeptionell, sein Schreibtisch zusammengebrochen, weil es ist so weiß wie ein Schneesturm aus Kokain. Was für ein Fluss für die Designwelt. Ja, total. I know, tequila. I know. Er nimmt einen Zug von seinem Getränk und überlegt, zu Ehren des toten Genies ein wenig davon zu vergießen. Besinnt sich dann doch eines Besseren. But the story doesn't end there. Supposedly, when they performed the autopsy, the coroner discovered nearly 1/4 kilo of coke jammed into his nasal cavity. Viertelkilo Koks? Oha. Da habe ich wieder eine Brasilien-Geschichte. Wo ich damals in Brasilien war, waren wir ungefähr 40 Studenten aus verschiedenen Ländern. Aber der Großteil davon kam aus Deutschland, ungefähr 20. Und der Eine, der war so ein bisschen der Partytyp. Der hat lustigerweise das gleiche Fach studiert wie ich, aber an der Uni. Der hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Der ist in Brasilien gestorben. An einer Überdosis. Weil der hat irgendwie an seinem letzten Tag, quasi auf seiner Abschlussparty, der war schon immer so ein bisschen so der Kiffer-Typ. Aber der hat sich an seinem letzten Tag hat er sich alles reingeballert. Und der hatte dann irgendwie gestrecktes Koks und der gekifft hat er auch noch und Alkohol war auch nicht wenig. Ja, und auf jeden Fall hat sein Herz nicht mitgemacht. Ja, aber 23, ne? Das ist hart auf jeden Fall. Übrigens häufiger Rockstar-Tod ist auch, wenn sie denn auf einmal beim ersten Mal das nicht so gestreckte Koks kriegen, dass sie dann auch umkippen, weil sonst immer nur irgendwie, keine Ahnung, was für ein Verhältnis die streckt ist, sagen wir mal 1:5 und dann kriegen sie immer das reine Zeug und hauen sich aber genauso viel rein wie sonst immer, dann ist natürlich zu viel, dann ist vorbei. Naja, auf jeden Fall, das war wahrscheinlich in dem Fall nicht das Problem, war einfach nur so zu viel. Das ist halt irgendwie so ein Kenne deine Grenzen-Ding, ne?
Ja, so, weiter. Schön. Das YouTuber ist meiner selber schuld. Naja, er wollte halt irgendwie an seinen, also dass die Leute, die halt noch da waren, meinten so, er wollte halt an seinen letzten Tag, wollte halt irgendwie nochmal das richtig, also quasi so einen großen Abschluss machen. Der große Abschluss war einfach zu viel. Genau die gleiche Geschichte hatte ich ja einfach nur mit Stumpf mit Alkohol. Ich war nochmal auf so einer, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu studieren, war ich auf so einer Party, da waren alle offenen Getränke, waren 1 Euro und wir waren ich glaube, wir waren zu 7 oder zu 8. Auf jeden Fall haben wir uns immer Runde gegeben. Und ich habe aus Geiz natürlich nicht eingesehen, dass wenn ich eine Runde ausgegeben, dass ich nicht die komplette Runde mitmache. Ja, auf jeden Fall, Ende war Absturz und vor der Kasse gekotzt. Ganz toll, darf ich mir heute noch anhören. Und auf jeden Fall war das aber auch so ein Ding, dass du halt wirklich irgendwie nochmal richtig einen drauf machen willst. Und das hat ihm wahrscheinlich das Leben gekostet in dem Fall, weil es halt ein bisschen gefährlicher war als das. Können natürlich auch an der brasilianischen Medizin gelegen haben, ne? Weil der wurde dann irgendwie noch ins Krankenhaus eigentlich, weil der war nicht sofort tot. Vielleicht hätte man in Deutschland, das vielleicht noch retten können in der Situation, wie es nicht. Also, da wird es dann so ein bisschen dünner, ne? Aber, naja, also, Kinders, Drogen, wenn es denn unbedingt sein muss, in Maßen. Übertreibt es nicht gleich. Und vorsichtig rantasten oder gleich lassen. Kenne deine Grenzen und so. Ist nicht nur ein Spruch. Okay, weiter. That's almost certainly anatomically impossible. Viertel Kilo Koks in der Nase? Da brauchst du schon richtig einen Zinken, ne? Wrong again, nerd. Where there's a will, there's a way. Ich weiß nicht, der Elektrochemie-Wand würde mir irgendwie Schwierigkeiten machen. That's right. 250 grams of blow had accumulated in there over the years. We're talking high-grade Saramarizian pure. Not that cut-rate shit your grandma does. Ah ja, das ist der gute Koks war das, nicht das Billigzeug, das die Oma schnupft. There are those who believe the designer was buried with this quarter key of nose candy still lodged in his sinuses. That's what those expeditions are looking for. Die Expeditionen suchen das Koks in seiner Nase? Oh man. The cocaine skull. Nach dem Kokainschädel. The cocaine skull. Wow. No. Wow. Und warum glauben die, dass der Schädel hier war? Here's the kicker. This designer, this lead designer of a world-famous design studio, was born in Martinaise. A local boy, Martin Martinaise. Martin Martinaise, ernsthaft? That's why he brought his studio here, back to where it all began. And that's why they buried him here, too. Perhaps right under Ab's pipe there. Vielleicht direkt oder weil er kam hier und das haben sie ihn hier natürlich begraben. Vielleicht direkt oder ein Rohr von da vorne. Naja, super. Or probably further down the coast, or in some yard in Martinaise proper. A hidden mausoleum. No one knows exactly. Niemand weiß wo genau. Das wird gleich zur Quest. No, my grandma always told me his grave lay somewhere on the islets on the bay. Eine kleine Insel in der Bucht. My only question is, where does one get a shovel? Aber stimmt, eine Schaufel haben wir doch gar nicht. Also die Mechanik stellt gerade die Frage, wo kriegen wir eine Schaufel her? Was wollen die Expedition mit den Schädeln machen? The archaeologists say they want to put it in a museum. The gangsters say they want to sell it on the black market. And the ad agency guys say they're seeking inspiration. Natürlich, sie suchen nur nach Inspiration, ist klar. Bullshit. They just want to snort it. But you could beat them to it, Harry. You could snort the magic skull cocaine instead. Danke, liebe Detective. Ob sie mich immer Harry nennen würde? Könnte ich es bis hierhin schaffen, ohne zu wissen, wie ich heiße? I'm pretty sure they all just want to snort it, though. Naja, sie haben alle was Tolles damit vor, aber alle wollen es And why wouldn't they, eh? Sounds like right strong stuff. Rosemary hat eine kleine Insel erwähnt. Don't listen to him or his grandma. He's just making things up. Ich würde ihn trotzdem gerne hören. No, my grandma told me. I've heard other people say it too. That it's underwater. Or no. Maybe it was the storm sewers. Ein Regenwasserkanal. Was hat er von den anderen Expeditionen They're gehört? pretty vague about it in general. The gangsters like to claim they're looking for the grave of a friend with picks and shovels. Ach so, sie sagen nur, sie suchen nach dem Grab eines Freundes. The archaeologists act all official about it, saying they're conducting serious research. Honestly, I think they're not really scientists, just rich.
Die Archäologen behaupten nur, dass sie ernsthafte Forschung beschreiben, aber er bezweifelt, dass sie überhaupt Wissenschaftler sind oder einfach noch Geld haben zum Suchen. The junkies, for some reason, are pretty upfront about it. They just say they're looking to snort some blow out of a dead man's nasal cavity. Schön, dass die Junkies ehrlich Honest sind. men on an honest quest. You should join them. Ah ja, ehrliche Männer auf einer ehrlichen Mission. By now, I'd say I know about as much about it as anyone on the coast. Ah ja, okay, ich bin überzeugt. Suchen wir ihn. Zum Angriff. Erstaunlich, was habe ich kein Interesse daran. Ich schüttel so. Nein, zum Angriff. Whoa, whoa, whoa. Hold on just a minute. Finding it right now is literally impossible. Warum ist es momentan unmöglich? What? Oh, die Elektrochemie. For one, the way is blocked by that big lorry that says Delta Logistics Company on the side. You definitely have to search the area behind that lorry too. Yet, it is impassable. Ich komme nicht in den Bereich hinter den LKW. And second, outfitting an expedition like that is expensive. It'd have to be a big production to do the cocaine skull justice. You need new gear, people who know what they're doing, all kinds of provisions. Also er meint, es wäre auch teuer, weil man braucht alles mögliche Zeug. Er sagt vor allem, wir bräuchten neue Ausrüstung. Wer ist denn wir in dieser Gleichung? It's just not feasible within the economic and temporal frame of our current setup. Matter of fact, unless a bunch of money just falls out of the sky, we might never know what's up with that skull. Also wenn nicht gleich Geld aus dem Himmel fällt, werden wir es nie rausfinden. Verdammt, das ist aber wirklich schade. Wait. Maybe there's another way. Maybe up around the coast. Don't give up now. Schön, dass die Elektrochemie voll dabei ist. Yeah, well, that's the reality situation for you. Who knows, though? Maybe someday we'll get our chance. Ah ja, vielleicht haben wir eines Tages die Chance. Also ich könnte Ihnen noch mehr Geschichten fragen. Ich ahne bis leider, dass ich nicht mehr Alkohol habe. Ja.